Hallo zusammen, heute ist der Falco bei mir und erzählt was zum Thema Veeam Backup für Office 365 in der neuen Version 4. Für den Anfang kannst du uns nochmal einen Überblick über die neuen Funktionen geben? Gerne. In der Version 4 von Veeam Backup für Office 365 haben wir ein paar neue Funktionen dazu bekommen. Dazu zählt zum einen der Support von Object Storage, wie Amazon S3, Azure Blob oder IBM Cloud Active Storage, aber auch S3-kompatiblen Object Storage. Das kann ein On-Premise Object Storage sein, das kann aber auch ein Cloud-Dienst sein, Hauptsache er ist S3-kompatibel. Dazu kommt noch, dass wir verschiedene Manager dazu bekommen haben, einen Cloud Credential Manager, einen Password Manager und einen Backup Account Manager. Über die Funktionen können wir auch gleich noch ein bisschen detaillierter sprechen, aber das sind so die Hauptneuerungen in der Version 4. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir doch mal an und gucken uns erstmal den Support vom Object Storage an. Der Support vom Object Storage ist wirklich einer der bedeutendsten Features in der Version 4. Das ermöglicht mir nämlich, meine Veeam Backup für Office 365 Infrastruktur dort laufen zu lassen, wo ich möchte. Bedeutet, ich brauche eigentlich nur noch eine Windows-Installation von meiner Software und kann dann den Speicher, sage ich mal, für S3-kompatiblen Storage, für Amazon S3 oder für Azure Blob frei verfügbar auswählen. Bedeutet, ich bin nicht mehr daran gebunden, wo mein Veeam-Server existiert. Und die anderen Funktionen, was ist die Besonderheit daran? Wenn man mal sich das Thema Throttling anschaut im Office 365-Bereich, ist es so, dass bei Exchange beispielsweise das Throttling auf Mailbox-Ebene passiert und bei OneDrive und SharePoint-Daten auf User-Ebene. Da hat Veeam einen cleveren Schachzug gemacht, weil ein sogenannter Backup-Account-Manager hinzugefügt worden ist. Was ist das für eine Funktion? Im Endeffekt kann ich eine Security-Gruppe auswählen aus meinem Azure AD, die verschiedene Service-Accounts beinhaltet. Und diese Service-Accounts sind dann dafür zuständig, meine Daten aus OneDrive und SharePoint zu sichern. Da das Throttling auf User-Ebene stattfindet und wie man erkennt, sobald ein Throttling existiert, switcht Veeam dann einfach den User aus dieser Security-Gruppe und kann somit halt schnellere Backups durchführen. Abgesehen davon, was gibt es noch für Features, die zu nennen sind? Der Cloud Credential Manager ist im Endeffekt der Manager, wo ich meine Keys für meine S3-Buckets hinterlegen kann. Bedeutet meine Access Keys, meine Secret Access Keys, um dann eben die Verbindung herzustellen zu einem Amazon S3, zu einem Azure Blob oder zu einem IBM Cloud Active Storage. Und wie sieht es mit dem Passwortmanager aus? Der Passwortmanager ist dafür da, um die Verschlüsselung von Object Storage im Endeffekt zu verwalten. Heißt, ich kann dort Passwörter hinterlegen, um die Verschlüsselung zu generieren. Im Endeffekt ist es so, dass aufgrund des Passworts ein Hash generiert wird. Das ist AES 256 Bit. Das ist ein Security-Standard, sage ich mal. Und mit dem würden dann die Daten verschlüsselt, die dann im Object Storage landen. Das waren ja jetzt schon ein paar Features. Gibt es noch eins, was du erwähnen möchtest? Allerdings, es gibt noch ein Feature, was in der Version 3 dazugekommen ist. Hat also eigentlich nichts mit der Version 4 zu tun, ist aber meiner Meinung nach ein bisschen unterbewertet. Und zwar ist es ein Feature aus dem PowerShell-Commandlet. Dieses Feature ermöglicht mir im Endeffekt, meinen gesamten Office 365 Tenant zu scannen, die Daten zu sammeln und mir herauszugeben, wie viele Daten wirklich drin liegen. Heißt, dieses Commandlet verbindet sich zu dem Tenant, liest die Daten auf Objekttyp-Ebene aus, also sprich für OneDrive, sprich für SharePoint, Exchange, primäre Mailboxen, Archivmailboxen und kann mir dann eine Gesamtdatenmenge an Gigabyte, Terabyte ausgeben, mit welcher ich dann mein erstes initiales Full Backup sizen kann. Und diese Zahl ist nachher auch relevant, um dann die inkrementellen Backups zu sizen. Und das ist meiner Meinung nach ein Feature, was sehr unterschätzt ist und was natürlich viel helfen kann, weil wir die Möglichkeit haben, das per PowerShell abzubilden und ansonsten müsste man das alles im Tenant rauslesen oder sich Berichte exportieren, was ein bisschen aufwendiger ist. Also dieses PowerShell-Commandlet scheint ja schon super praktisch zu sein, so wie du das beschreibst. Das ist richtig, weil im Endeffekt brauche ich 2 Zeilen Code, kann den ausführen, der PowerShell, hole mir einen Kaffee nebenher. Und dann weiß ich eben, dass wenn ich wiederkomme, meine ganzen Daten ausgewertet worden sind und ich habe dann meine Zahl, die ich benötige, um zu sizen. Ja, also eine Erleichterung im Prinzip. Auf jeden Fall. Okay, dann als Abschlussfrage, gibt es noch irgendwas aus dem Hause Veeam, was du kurz erwähnen möchtest? Gerne, und zwar gibt es seit Januar 2020 einen offiziellen Design- und Best-Practice-Guide für Veeam Backup für Office 365. Das Schöne daran ist, dass es öffentlich einsehbar ist. Man braucht da keinen Account für oder irgendetwas. Und dort ist im Endeffekt der gesamte Sizing-Prozess, Design-Prozess und wie ich so eine Infrastruktur aufbauen kann, öffentlich hinterlegt.
Da kann man sich viele Tipps holen, kann man sich die Best Practices rausziehen und somit eben seine Infrastruktur aufbauen. Jetzt in 2020 kommt ja die Version 10 raus und da wird es ja auch einige Features geben und zu denen unterhalten wir uns dann beim nächsten Mal.